Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Wundert euch nicht, wenn im Hintergrund Rasenmäher zu hören sind. Hier im Schwaberländle ist Samstag. Um Samstag da ist Kehrwoche. Und in der Kehrwoche, da muss der Rasen gemäht werden. Da muss das ausschauen wie bei, keine Ahnung, weiß auch nicht. Also man kann dem Unkraut auch eine Chance geben und einfach nur das Unkraut zupfen. Oder einfach noch mehr Pflanzen reinpflanzen, damit gar kein Gras zu mähen ist. Da kann man sich die Arbeit sparen. Kann man auch mehr ernten, Bienen haben mehr davon. Aber das eigentliche Thema, um das es geht, im Video gestern und vorgestern kam es ein bisschen zu Verwirrungen oder Missverständnissen, warum auch immer. Und deswegen muss ich jetzt erstmal einen Schluck Kaffee trinken, um wach zu sein. Oh, zum Glück, der Nachbar hat jetzt aufgehört zu mähen. Der hört jetzt vielleicht auch zu. Weiß nicht, ob er mich abonniert hat. Soll ich vielleicht rüberschreiben? Hast du mich abonniert? Aber ihr wisst ja, Genügsamkeit ist eine Eigenschaft des Löwen. Steht zumindest hier auf der Tasse. Und zwar, es kam die Frage auf, wie jetzt nur noch Pinienrinde, 180 Grad Kehrtwende, kein Kolomi. Ja, also Orchideenhobby.de hat zu einem Zeitpunkt angefangen. Letztes Jahr im August, da war ich voll im Thema mit Kolomi und ich habe sehr viele Videos mit Kolomi gemacht, wird es auch zukünftig definitiv geben. Der Postbote bricht sich jetzt aktuell einen ab, weil er muss 2 Pakete ausliefern und er ist jedes Mal am Fluchen, hätte ich fast gesagt, am Schimpfen, dass er so schwere Pakete hier anliefern muss. Gut, als wir das Haus saniert haben und Beton und solche Sachen online bestellt haben, weil es einfach lokal gar nicht ging, weil es ja irgendwo geschlossen war, wegen, ihr wisst schon, da hat er auch geflucht. Jetzt muss er halt wegen Kolomi fluchen. Kolomi wird auf jeden Fall zukünftig weiter fortgeführt werden. Ihr seht auch hier die Erfolge mit Kolomi, auf die ich gleich eingehen werde. Es wird natürlich zukünftig Kolomi-Videos geben, aber eins ist doch klar, ihr seid doch auch mit euren Orchideen, bevor ihr zu Kolomi gekommen seid, auch erst über das normale Standardsubstrat Pinienrinde oder eben auch, was jetzt heutzutage öfters vorkommt, eben Kokossubstrat gestolpert. Dann habt ihr die Pflanze gesehen, habt gesagt, die blüht aber schön, die ist aber toll, oh, was ist das? Ein Gänseblümchen, und habt das mit nach Hause genommen und dann habt ihr erst verstanden, hey, das ist eine Orchidee. Und dann irgendwann seid ihr auf mich gestoßen oder auch wo auch immer. Und dann seid ihr erst auf die Idee mit dem Kolomi gekommen. Deswegen, ich muss auch an die Orchideengärtner denken, die eventuell gerade erst am Anfang stehen. Und die sind eben mit diesem Substrat vertraut. Und mit Sicherheit, ich habe noch eine große Mission, ja, die ganze Orchideen-Menschheit von Kolomi zu überzeugen. Dieser Idee gehe ich auch noch nach, aber es wird sicherlich auch immer wieder welche geben, die sagen, hey, ich benutze überhaupt gar kein Substrat, ich mache vielleicht auch bloß Wasserkultur, ich brauche das Kolomi nicht. Ist ja auch alles schön und gut. Ich muss denen ja nicht sagen, hey, das Substrat funktioniert so super, nimm nichts anderes mehr. Das macht keinen Sinn, weil es gibt so viele andere Kulturformen bei den Orchideen, sodass man einfach auch flexibel sein muss. Und genau deswegen muss mein Projekt auch entsprechend flexibel sein. So, jetzt kommen wir hier gleich auf die beiden Orchideen zu sprechen. Und bevor ich einschlafe, ja, was für Eigenschaften habe ich denn noch? Begeisterungsfähig, das steht hier drauf. Schaut mal hier, begeisterungsfähig. Deswegen muss ich hier gleich den nächsten Schluck und warmherzig. Ja gut, wenn der Kaffee warm ist, dann kann man nicht kaltherzig sein. Kann man schön wach sein. Darf man bloß nicht zu spät am Abend trinken, sonst macht man die ganze Nacht durch und produziert ein Video nach dem anderen. Muss nicht sein. Kommen wir zu den Videos, zu den Orchideen, die hier stehen. Einmal die Oncidium Reiner, die habe ich schon sehr, sehr lange bei mir in Kultur. Ihr kennt sie vielleicht schon aus den älteren Videos, eventuell sogar noch von gartenschlau.com. Muss ich gucken, müsste ich nachschauen. Weiß ich nicht auswendig. Die Zusammenarbeit mit Orchideen Wichmann, die geht ja schon ein ganzes Weilchen. Schaut hier mal, wie schön die blüht. Ich finde, das ist eine von den schönsten Hybriden innerhalb der Oncidium Orchideen und die macht schon was her. Die ist schon sehr vieltriebig, wie man auch sieht. Die wächst hier in einem Orchitop. An und für sich hätte ich sie anfangs in ein kleineres Orchitop setzen können, aber ihr seht, die wächst jetzt hier links und rechts überall raus. Die ist auch schon sehr lang im Orchitop. Man sieht auch hier unten dieses braun gräuliche, das ist Kalk. Wir haben sehr hartes Leitungswasser hier. Bedeutet, Kalkablagerungen sind an der Tagesordnung. Gleichzeitig aber seht ihr auch, dass das
super funktioniert bei der Anwendung mit Colomi. Ja? Wäre vielleicht ein anderes Problem, wenn man das mit Pinienrinde macht, aber da kann man das natürlich auch ein bisschen steuern. Was ihr aber auch sehen könnt, ist, hier ist ein zweiter Blütentrieb, bedeutet, die Pflanze hat aber auch noch weitere Neutriebe, das heißt, die wird zukünftig immer vieltriebiger und immer mehr Blüten hervorbringen. Und Oncidium Reiner. Sehr hübsch, wie ich finde. Wirklich. Very, very nice. Kommen wir zur nächsten Orchidee. Die ist ein bisschen speziell, beziehungsweise was heißt speziell? Das ist die Epidendron Nordic Fire. Gibt es auch unter Balleriana und Ballerina und sonst was. Da gibt es zig verschiedene Namen. Und ihr seht, ich habe sie euch in einem Video schon mal angekündigt, dass demnächst das Feuerwerk losgeht. Aber noch nicht ganz klar war, welche Farben da entstehen werden. Der eine oder andere, der mich auf Facebook, Instagram oder auf der Colomi-Gruppe verfolgt. Manchmal fühlt man sich schon so richtig verfolgt. Apropos verfolgen, seit heute gibt es die Kanalmitgliedschaft auf meinem Kanal. Das heißt, super coole Sache. Damit könnt ihr mich direkt unterstützen und ihr bekommt natürlich diverse Vorteile. Zugriff auf die Videos, die schon online sind, aber noch nicht veröffentlicht worden sind. Da könnt ihr direkt zugreifen und mich direkt unterstützen, damit dieses Projekt noch viel größer wird, weil bei über mehreren tausend Orchideen, das gibt alleine schon, ihr müsst euch mal überlegen, allein im Bereich von Phalaenopsis, wie viele Hybriden das gibt, das ist irre. Das werden wir uns auch alles anschauen. Werde auch diverse Orchideengärtnereien, natürlich in erster Linie auch Orchideen Wichmann besuchen, dass wir dann dort irgendwelche Sachen machen, ist alles schon ausgeheckt und wird weiterentwickelt. Und deswegen lohnt sich das. Mitgliedschaft, mich unterstützen, dann kriegt ihr das volle Orchideenprogramm. Kommen wir zurück zur Epidendron Nordic Fire. Ihr seht rot, rosa, gelb. Es gibt auch noch eine weiße Sorte, die ist allerdings hier nicht integriert. Aber ihr seht mal, wie toll die wächst. Im Gegensatz zu der anderen Pflanze, die hier ist trocken. Nicht, weil man sie trocken kultiviert, sondern die trinkt so viel Wasser, wie ein Elefant verbraucht. Und das Problem bei der ganzen Sache ist einfach, ich muss fast jeden Tag gießen. Also alle 1-2 Tage muss ich hier Wasser in den Untersetzer machen. Und wirklich, der Untersetzer ist bis Oberkante gefüllt. Und dann nach 1-2 Tagen ist das leer. Die Pflanze steht am Südfenster, volle Sonne. Jetzt die nächsten Tage wird es nachts auch wieder die 10 Grad Marke knacken, dass es nicht zu kalt wird, dann wird die auch wieder hier draußen kultiviert. Und es ist echt ein wahres Fest. Und vor allem, ihr seht, es funktioniert richtig gut mit mehreren Farben von Epidendron in einem Topf, in dem Fall natürlich dem Orchitop. Und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ich hätte sie in so einem Stäbchen-Orchitop als in diesem Platten-Orchitop eingepflanzt, weil da eben immer das feine Colomi rausrieselt. Aber das ist nur so eine Sache nebenbei. Und ihr seht, wie dicht und fast schon eng auf eng die gewachsen sind. Das heißt, die werde ich demnächst auf jeden Fall in ein deutlich größeres Orchitop pflanzen müssen, damit das überhaupt noch zukunftssicher ist. Vor allem auch, dass ich die Wassermengen so machen kann. Ihr müsst euch jetzt mal überlegen, die Pflanze muss jetzt fast alle 1-2 Tage oder sagen wir alle 1-3 Tage 2 bis 3 Mal in der Woche gegossen werden. Wenn ich jetzt in Urlaub gehen würde, dann wäre das nicht machbar. Ja, das heißt, deutlich größeres Orchitop zum Anpassen, damit einfach auch das Volumen für die Wasserverfügbarkeit vorhanden ist oder für das Wasserreservoir so groß ist, dass die Pflanze dementsprechend auch genügend Wasser hat für eine längere Zeit, wenn man denn in den Urlaub geht. Ja, so viel zum Update für das Epidendron. Ihr wisst jetzt, dass es auf jeden Fall zukünftig, natürlich auch mit Colomi weitergeht. Warum sollte ich denn damit auch aufhören? Weil es funktioniert ja echt absolut oberkrachermäßig gut. Ja. Und deswegen hoffe ich, habe ich hier irgendwelche Ungereimtheiten aus der Welt geräumt. Natürlich steht es euch frei, das Orchideen-Umtopfset bei Orchideen Wichmann zu bestellen, wenn ihr auf Pinienrinde oder professionelles Orchideensubstrat steht. Oder aber ihr schaut in meine Colomi-Videos und ich kann euch über Colomi oder von Colomi überzeugen. Dann könnt ihr das natürlich auch machen. Für alle ist hier gesorgt und mit Rat und Tat stehe ich jedem natürlich zur Seite. Kanalmitgliedschaft, meine Empfehlung. Ansonsten Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Daumen hoch, bis zum nächsten Video und tschüss.